Einen erfolgreichen guten Tag und ein herzliches Willkommen zum heutigen Infobreak, euer Kapitalmarkt-Update. Und am Tag nach der US-Wahl ausnahmsweise ein Wahlupdate mit Hintergrund. So, nun endlich ist die Wahl des Jahres um den 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika geschlagen. Sie begann wie seit 1960 schon gestern um Mitternacht in Dixville Notch im Bundesstaat Maine an der kanadischen Grenze. Da dort nur 6 Personen wahlberechtigt sind, war die Stimmabgabe wie die Auszählung unproblematisch. Mit 3 Stimmen für Harris und 3 für Trump, nach einem 6:0-Sieg bei der letzten Wahl für Biden 2020. Doch so schnell wie in Dixville Notch geht es leider nirgendwo, denn auch 2020 hat die Auszählung mehrere Tage gedauert. Dennoch steht es fest, Trump hat die Wahl für sich entschieden. Aber etwas erinnert doch an den Kultfilm Matrix. Der US-Bürger alias Neo steht vor der Wahlkabine alias Morpheus und hatte die Wahl zwischen einer roten oder blauen Pille. Entscheidet er sich für die blaue Pille, die Demokraten, kann er eigentlich wie bisher mit wenig Veränderung weiterleben. Entscheidet er sich hier für die rote Pille, die Konservativen, dann wird sich sein Leben grundlegend ändern und das ist wohl die Botschaft bzw. der Wunsch der amerikanischen Wähler heute. Change. Große Änderungen muss man zumindest erwarten, wenn Trump nur einen Teil seiner Ankündigungen realisieren sollte. Man denke dann nur an seine Aussagen zur Immigrationspolitik, aber vor allem zur Fed und ihrer unabhängigen Zinspolitik. Jede Erosion der Unabhängigkeit der Notenbank oder anderer Institutionen würde zu heftigen Turbulenzen an den Kapitalmärkten und zu einem Abfluss von Kapital führen. Doch davon werden wir noch in den kommenden Infobreaks berichten. Der momentane Trump-Date am Markt sieht so aus. Bitcoin steigt um die 7%, Kryptos werden wohl noch weiterlaufen und der US-Dollar steigt ebenfalls. Analysten gehen davon aus, dass unter einer Trump-Regentschaft europäische wie asiatische als auch grüne Aktien leiden könnten. Der Hang Seng ist derzeit fast 3% im Minus. Hingegen sollten traditionelle Energietitel, Banken und Finanztitel und Small- wie Mid-Caps outperformen. Ebenso werden Industrietitel und Infrastrukturplays favorisiert. US-Titel sollten stärker performen, da sie die Gewinne aufgrund von angekündigten Steuererleichterungen bis zu 8% steigern könnten. Doch vieles scheint davon schon eingepreist zu sein, zumindest an den sensibleren Anleihenmärkten, die relativ wenig Reaktion heute zeigen. Vergessen wir dabei aber nicht, dass politische Börsen meist nur von kurzer Dauer sind und mittel- und langfristig der Einfluss der Politik auf die Aktienkurse minimal war. Die größte Herausforderung für Trump dürfte aber neben außen- wie handelspolitischen Entscheidungen langfristig die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft sein, denn die hat sich in den letzten 100 Jahren extrem geweitet. Die Kluft zwischen den politischen Ideologien war noch nie so groß wie heute. Noch nie war die rhetorische Schlammschlacht auf so einem tiefen Niveau, noch nie war die amerikanische Gesellschaft politisch so gespalten und noch nie, und das Beste kommt zum Schluss, war das Misstrauen der Bürger so hoch. Ihr seht es in der nächsten Grafik aus einer aktuellen Umfrage des Gallup-Instituts. Darin ist zu erkennen, wie viel Prozent der Bürger zumindest recht viel Vertrauen in ihre Institutionen haben. In den Kongress unter 10%, in den Präsidenten unter 30% und in das Höchstgericht auch nur ein bisschen mehr. Eine Entwicklung, die gesellschaftspolitisch sehr bedenklich ist und wir Europäer glauben mehrheitlich, dass Trump diese Herausforderungen nicht lösen wird. Bleiben wir ein bisschen beim amerikanischen Bürger und seiner Unzufriedenheit. Die Wirtschaft brummt, die Inflation geht zurück, es gibt Lohnsteigerungen, zwar nicht überall, wie bei Boeing 35%. Warum also diese Unzufriedenheit? Zumindest 3 Gründe sind mir bekannt. Erstens, rund 80% der Amerikaner leben von einem Gehalt zum nächsten. Und zweitens, die Wohlstandskluft zwischen den Reichen und der Mittelklasse hat sich in den letzten 20 Jahren extrem geweitet. Die Hälfte der Amerikaner geben an, dass es ihnen schlechter als vor 4 Jahren geht. Grund dafür, die Inflation geht zwar zurück, aber das allgemeine Preisniveau für Konsumenten ist um 21,5% höher. Und um ein Vielfaches mehr sind alle anderen Kosten, wie zum Beispiel die Kinderbetreuung, gestiegen. 1992 gewann Bill Clinton die Präsidentschaftswahl mit dem Slogan "It's the economy, stupid" und trotz prächtiger Wirtschaftsdaten verliert Harris jetzt die Wahl. "It's the inflation, stupid" wäre da wohl das aktuelle Motto. Mittlerweile leben in den USA 800 Milliardäre und immerhin 22 Millionen Millionäre. Geld hat immer die Wahlen beeinflusst, aber selten
hat sich jemand so angebietet wie Elon Musk bei Donald Trump. Ein Milliardär kauft sich also seinen eigenen Regierungsjob. PayPal-Gründer Peter Thiel unterstützte ja den jetzigen Trump-Klon J.D. Vance. Die größten Spenden im Wahlkampf jedenfalls kamen auch von den Milliardären. Und wie sich die Magnificent Seven vor den Wahlen verhielten, seht ihr in dieser Grafik. Analysten sind deswegen auch heute früh der Ansicht, dass Megacaps relative Verlierer sein werden. Und wie ihr seht, hat Tesla 100% republikanisch gespendet. Und so war es eigentlich nur Microsoft, die relativ für beide Lager gespendet hat, während alle anderen absolut demokratisch gespendet haben. Relativ klassisch auch die Verteilung der Spenden nach Sektoren. Bergbau, Energie, Tabak, klar für die Republikaner, hingegen Technologie und Medien stark für die Demokraten. Die US-Wahl wird uns noch etwas länger beschäftigen, da wir noch die Ergebnisse der Kongresswahlen und mögliche weitere Auswirkungen auf die Finanzmärkte analysieren werden. Der Senat geht auch fix an die Republikaner und mit dem Repräsentantenhaus wäre die rote Welle vollständig. Wer aber jetzt momentan gesättigt von der US-Wahl ist, zur Entspannung, aber doch noch etwas über den nächsten Präsidenten und seinen Vize erfahren will, dem kann ich nur mehr 2 Tipps mitgeben. Entweder rasch ins Kino und den Film The Apprentice ansehen. Hier wird offensichtlich, wie Trump gelernt hat, anzugreifen, zu leugnen und niemals Niederlagen zuzugeben. Oder vielleicht J.D. Vance lesen. Hillbilly Elegie fand ich literarisch anspruchslos, aber erzählt vom gescheiterten Aufstieg und der Resignation einer ganzen Bevölkerungsschicht und erklärt somit teilweise das heutige Ergebnis. So, das war das Wahlspezial. Alles Liebe, bis zum nächsten Infobreak wünscht euch euer Uli.